Today, Trump laid out another part of his economic agenda, saying he would put a 200% tariff on John Deere imports if the company moves production to Mexico as planned. Das Rückgrat der amerikanischen Landwirtschaft bricht zusammen. John Deere, ein Name, der für die amerikanische Landwirtschaft steht, hat soeben eine Entscheidung getroffen, die so schwerwiegend ist, dass sie die 34,5 Milliarden Dollar schwere Branche in ihren Grundfesten erschüttert. Und raten Sie mal, wer wegen dieser Nachricht völlig ausrastet: Donald Trump. Insider sagen, dass dies nicht nur ein geschäftlicher Schachzug ist, es ist ein Machtspiel, das die Landwirtschaft, wie wir sie kennen, neu gestalten könnte, und Trump bleibt nicht still. Klären wir das doch gleich in den Kommentaren. Finden Sie, dass große Unternehmen so viel Macht über eine ganze Branche haben sollten? Kommentieren Sie 1 für Ja, 0 für absolut nicht. Was also hat John Deere getan? Und warum ist der ehemalige Präsident angeblich hinter verschlossenen Türen wütend? Bleiben Sie dran, um es herauszufinden. Eine einzige unternehmerische Entscheidung hat das ländliche Amerika über Nacht verwüstet. Seit mehr als 2 Jahrhunderten ist John Deere das pulsierende Herz der amerikanischen Landwirtschaft. Doch alles änderte sich, als John Deere einen Schritt tat, der die Menschen, die sein Imperium aufgebaut hatten, überraschte. Und das war der Moment, in dem sich Trump einmischte. Trumps Antwort war nicht politisch. Es war persönliche Rache. Als er von den Outsourcing-Plänen von John Deere erfuhr, sah er mehr als nur unternehmerisches Fehlverhalten. Er sah darin einen direkten Angriff auf seine primären Anhänger, die Landwirte, Industriearbeiter und ländlichen Wähler, die ihn bei den Wahlen unterstützt hatten. Auf einer lärmenden Veranstaltung in Des Moines machte Trump seine Meinung deutlich. Er verurteilte das Vorgehen von John Deere als Verrat an den amerikanischen Arbeitern und drohte mit einer Antwort. Seine Antwort war unbarmherzig und klar: 200% Zoll auf alle außerhalb der Vereinigten Staaten hergestellten John Deere Maschinen. Die Ankündigung erregte die Menge. Aber an der Wall Street und in den Vorstandsetagen der Unternehmen jagte sie den Menschen einen Schauer über den Rücken. Trumps Politik war jedoch nicht ohne Risiko. Die Zölle würden jedoch nicht nur John Deere schaden, sie würden auch die Kosten für die Ausrüstung der Landwirte im ganzen Land in die Höhe treiben. Und genau dann begann die Reaktion. Denn genau die Menschen, die Trump zu verteidigen versuchte, nämlich die Landwirte und die Wähler im ländlichen Raum, waren im Begriff, sich in einer Weise gegen John Deere zu wenden, die niemand vorhersehen konnte. Und das ist nur der Anfang des Chaos. Aber bevor wir darauf eingehen, wie dieser Unternehmensverrat zu einer ausgewachsenen wirtschaftlichen Katastrophe wurde, sollten Sie unseren Kanal mögen und abonnieren. Landwirte rebellieren. Landwirte in den Vereinigten Staaten vertrauen seit langem auf John Deere und zahlen hohe Preise für seine Maschinen, weil sie an die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und das amerikanische Erbe glauben. Als jedoch bekannt wurde, dass Deere beabsichtigte, Arbeitsplätze nach Mexiko zu verlagern, schlug diese Ergebenheit in Empörung um. Der Verrat schien persönlich zu sein. Es waren nicht nur Kunden, die den Zugang zu einer Marke verloren. Sie verloren einen Aspekt ihrer Identität in Coffeeshops. Auf Bezirksmessen und in Geschäften für landwirtschaftlichen Bedarf sprachen die Landwirte über die Entscheidung von Deere, als ob ein Familienmitglied ihnen in den Rücken gefallen wäre. Die Empörung war jedoch nicht auf die Arbeitsplätze beschränkt. Es ging auch um die Kontrolle von Deere über den Lebensunterhalt der Landwirte. Die Landwirte waren schon lange unzufrieden mit der strikten Right-to-Repair-Politik von John Deere. Die Traktoren und Mähdrescher des Unternehmens waren hinter proprietären Softwaresystemen verborgen, die die Landwirte zwangen, selbst für kleinere Wartungsarbeiten teure Gebühren an autorisierte Händler zu zahlen. Unabhängige Mechaniker wurden von der Teilnahme ausgeschlossen, und die Landwirte waren hilflos. Die Outsourcing-Entscheidung war der letzte Strohhalm. Die Landwirte veranstalteten Kundgebungen, starteten Internetboykotte und, was am wichtigsten war, kauften keine John Deere-Maschinen mehr. Sie begannen, sich an Konkurrenten wie Kubota, Case YH und AGSO zu wenden, die reparaturfreundlichere Praktiken anwandten und ihre Kunden nicht durch die Verlagerung von Arbeiten ins Ausland verprellten. Landwirte im Mittleren Westen übermalten die Deere-Insignien an ihren Scheunen, die sie zuvor stolz zur Schau gestellt hatten. Traktorenhändler, die sich jahrzehntelang auf den Verkauf von John Deere verlassen hatten, mussten erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen. Die Umwandlung war mehr als nur symbolisch. Es war eine wirtschaftliche Kriegsführung. Die Führung von John Deere hatte nicht bedacht,
dass ihre treuesten Kunden bald zu ihren erbittertsten Gegnern werden könnten. Die Arbeit bricht zusammen. Die treuen Mitarbeiter von Deere begannen einen Krieg gegen das Unternehmen, dem sie einst vertraut hatten. Die Fabrikarbeiter, die ihr ganzes Berufsleben mit dem Bau von Traktoren, Mähdreschern und Erntemaschinen verbracht hatten, waren verblüfft, als sie erfuhren, dass ihre Arbeitsplätze nach Mexiko verlagert werden sollten. Viele von ihnen arbeiten schon seit Jahrzehnten in den John Deere-Werken. Für sie war das Unternehmen nicht nur ein Arbeitsplatz. Es war eine Art zu leben. Die Entlassungen kamen ihnen wie ein Verrat an dem vor, was sie erreicht hatten. Ganze Gemeinden in Iowa, Illinois und Wisconsin haben sich auf John Deere-Unternehmen konzentriert. Generationen von Familien sind auf diese Löhne angewiesen. Es ging jedoch nicht nur um den Verlust von Arbeitsplätzen. Die Arbeitnehmer warfen John Deere vor, die amerikanischen Arbeitnehmer zu ignorieren und gleichzeitig Milliardengewinne zu machen. Sie verwiesen auf Unternehmensboni und Gehaltserhöhungen für CEOs, während Fabriken geschlossen und Gemeinden zerstört wurden. Die Gewerkschaften organisierten sich schnell. Die United Auto Workers und andere Gewerkschaften legten koordiniert die Arbeit nieder und forderten Deere auf, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Sie forderten die Regierung zum Handeln auf und beschuldigten das Unternehmen, aus Profitgier Existenzen zu vernichten. Die Proteste fanden landesweit Beachtung. Auf Nachrichtenseiten waren Fotos von empörten Arbeitern zu sehen, die vor leerstehenden Fabriken demonstrierten und Plakate mit der Aufschrift „Deere hat uns verkauft, holt unsere Arbeitsplätze zurück“ hielten. Doch John Deere gab nicht nach. Die Unternehmensführer verteidigten ihr Vorgehen mit dem Argument, dass die Auslagerung notwendig sei, um auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit dem Fortschreiten des Arbeitskampfes setzte eine Kettenreaktion ein, die die gesamte amerikanische Landwirtschaft in ihren Grundfesten erschütterte. Als Traktoren teuer wurden, schnellten die Preise für landwirtschaftliche Geräte in die Höhe. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Landwirtschaft in den Händen von Familien bleiben sollte und nicht in denen von Konzernen, dann sollten Sie sich jetzt anmelden. Wir bringen Ihnen die Geschichten, an die sich sonst niemand herantraut. Jahrelang wurde die amerikanische Landwirtschaft von Technologien wie Traktoren, Mähdreschern und Erntemaschinen angetrieben. Dies waren keine Luxusgüter, sondern Lebensadern. Nach der Entscheidung von John Deere, die Produktion ins Ausland zu verlagern. Und nach Trumps Vergeltungszöllen sind die Kosten für diese wichtigen Maschinen jedoch in die Höhe geschossen. Was einen kämpfenden Landwirt früher $60.000 gekostet hat, kostet jetzt mehr als $100.000. Und das war erst der Anfang. Der erste Dominostein fiel, als Trump eine 200-prozentige Steuer auf John Deere-Maschinen erhob, die außerhalb der Vereinigten Staaten hergestellt wurden. Damit sollte Deere für die Verlagerung der Produktion nach Mexiko bestraft werden. In Wirklichkeit wurden jedoch die amerikanischen Landwirte benachteiligt. Jeder Zoll führte zu höheren Produktionskosten für das Unternehmen. Und Deere reagierte auf die einzige Art und Weise, die Unternehmen kennen, indem sie die Kosten direkt an die Kunden weitergaben. Über Nacht vervierfachten sich die Kosten für den Kauf, die Wartung oder die Reparatur eines Traktors. Die Zölle waren jedoch nur ein Teil der Gleichung. Die Entscheidung von Deere, die Produktion ins Ausland zu verlagern, führte zu logistischen Problemen. Taylor, die zuvor im Inland beschafft wurden, mussten über die Grenzen transportiert, Zollkontrollen unterzogen und in einer überlasteten globalen Lieferkette befördert werden. Versandverzögerungen und steigende Benzinpreise trieben den Endpreis noch weiter in die Höhe. Die Landwirte zahlten den Preis, wenn sich eine Lieferung verzögerte oder ein Teil nicht mehr verfügbar war. Kleinbauern spürten anfangs die Härte. Vor einer Generation konnten sie neue Geräte finanzieren und über mehrere Erntesaisons hinweg abbezahlen. Die Zinssätze für Agrarkredite waren jedoch in die Höhe geschnellt. Und die Banken waren nicht bereit, Landwirten mit unsicheren Aussichten Kredite zu gewähren. Landwirte, die keinen Zugang zu wirtschaftlichen Geräten hatten, konnten nicht effizient pflanzen oder ernten, was zu geringeren Ernteerträgen und sinkenden Einnahmen führte. Dies wurde zu einem Teufelskreis. Die Situation wurde so ernst, dass viele Landwirte begannen, gebrauchte Maschinen zu kaufen, um ihre Betriebe am Laufen zu halten. Doch auch der Gebrauchtmaschinenmarkt wurde kostspielig. Die Preise für gebrauchte Traktoren und Mähdrescher stiegen mit zunehmender Nachfrage. Die Landwirte mussten einen hohen Preis für Maschinen zahlen, die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte alt waren. Die Anfälligkeit der Menschen, die die Ernte einbrachten. Denn in dem Moment, in dem die Landwirte sich bemühten,
Maschinen zu kaufen, verloren sie die Arbeitskräfte, auf die sie angewiesen waren. Die Einwanderungskrise, die die amerikanischen Landwirte erschüttert hat. Während sich die Medien auf Trumps Fehde mit John Deere und die steigenden Maschinenpreise konzentrierten, wuchs im ländlichen Amerika still und leise eine andere Krise heran, die verheerend war. Die Landwirte verloren nicht nur Maschinen, sondern auch Menschen. Jahrzehntelang war die amerikanische Landwirtschaft auf eingewanderte Arbeitskräfte angewiesen, insbesondere auf Arbeitnehmer ohne Papiere, um das System am Laufen zu halten. Diese Arbeiter bildeten das unsichtbare Rückgrat der Lebensmittelversorgung und verrichteten Knochenarbeit, die die meisten Amerikaner nicht machen wollten. Sie arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, um die Pflanzen zu pflanzen, zu pflegen und zu ernten, in der Regel für einen minimalen Lohn und ohne Arbeitsplatzsicherheit. Als Trump jedoch sein Vorgehen gegen unerlaubte Einwanderer verschärfte, wurde das ländliche Amerika am stärksten getroffen. Umfassende Razzien. Mehr Abschiebungen und strengere Grenzkontrollen führten zu einem erheblichen Rückgang der verfügbaren landwirtschaftlichen Arbeitskräfte. Für 2018 rechnete das Landwirtschaftsministerium damit, dass 70% der Landarbeiter in den Vereinigten Staaten im Ausland geboren wurden, wobei viele von ihnen ohne Papiere arbeiteten. Die Ernten gingen mit den Arbeitern mit. Die Folgen waren schnell und schrecklich. Felder voller üppiger Erdbeeren, Salat, Tomaten und einer Vielzahl anderer Feldfrüchte wurden dem Verfall preisgegeben. Landwirte in Kalifornien, Arizona und Florida haben offen zugegeben, dass sie nicht genügend Arbeitskräfte finden, um ihre Produkte zu ernten. In mehreren Fällen gingen ganze Erntesaisons verloren. Lebensmittel im Wert von Millionen von Dollar blieben im Boden liegen. Aufgrund des Arbeitskräftemangels stiegen die Löhne für die wenigen verbliebenen Arbeitnehmer. Aber das half wenig, um das Problem zu lösen. Die Landwirte, die bereits durch die Kosten für die Ausrüstung und den Verfall der Erntepreise belastet waren, konnten es sich nicht leisten, höhere Löhne zu zahlen und gleichzeitig im Geschäft zu bleiben. Kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe waren am stärksten betroffen. Viele hatten zuvor Kredite aufgenommen, um die eskalierenden Maschinenpreise zu decken, und standen nun vor einer unhaltbaren Entscheidung: mehr für die Arbeit bezahlen oder den Verlust der gesamten Ernte riskieren. Die Arbeitskrise war jedoch nur ein Teil eines viel umfassenderen Zusammenbruchs. Denn gerade als die Landwirte Schwierigkeiten hatten, Arbeitskräfte zu finden, ereignete sich eine weitere Tragödie, eine finanzielle Tragödie, die jede Ernte, jede Farm und jede kleine Gemeinde im ländlichen Amerika betraf. Und alles begann mit den Getreidepreisen. Der Verfall der Agrarpreise führte zum Bankrott des ländlichen Amerikas. Als die Agrarpreise fielen, starben ganze Dörfer auf dem Land. Es reichte nicht aus, dass die Traktoren unerschwinglich wurden und die eingewanderten Arbeitskräfte verschwanden. Die amerikanischen Landwirte erhielten einen weiteren verheerenden Schlag. Die Preise für ihre Ernten fielen dramatisch. Es begann im Jahr 2022, als die weltweiten Überschüsse an Mais, Sojabohnen und Weizen den Markt überschwemmten. Länder wie Brasilien, Argentinien und Indien steigerten ihre landwirtschaftliche Produktion und senkten die Weltmarktpreise. Die Maispreise sanken um mehr als 37%. Sojabohnen fielen um 24%. Die Weizenpreise brachen um 35% ein. Für die amerikanischen Landwirte, die ohnehin schon ums Überleben kämpften, war dies der letzte Nagel im Sarg. Wenn die Erntepreise sinken, haben Landwirte zwei Möglichkeiten. Entweder sie produzieren mehr, um die Lücke zu schließen, oder sie schränken ihre Produktion ein und hoffen, dass die Preise wieder steigen. Beide Alternativen hatten katastrophale Auswirkungen. Um mehr zu produzieren, wurden zusätzliche Maschinen, Treibstoff und Dünger benötigt, die allesamt teurer waren als zuvor. Eine Verkleinerung bedeutet, dass Größenvorteile verloren gehen. Der Rückstand gegenüber den multinationalen Agrarkonzernen immer größer wird und schließlich Insolvenz droht. Das Ergebnis war eine Welle von Betriebsschließungen in der Landwirtschaft, wie es sie seit der großen Depression nicht mehr gegeben hat. Kleine Familienbetriebe, die seit Generationen existierten, waren gezwungen, ihr Land an große Unternehmen oder ausländische Investoren zu verkaufen. Ländliche Städte, die von den Einnahmen aus der Landwirtschaft abhängig waren, erlebten den Zusammenbruch ihrer Wirtschaft, das Verschwinden von Schulen, die Schließung von Unternehmen und die Erosion ganzer Gemeinden. Der Niedergang war sowohl wirtschaftlich als auch kulturell. Die Landwirtschaft war mehr als nur ein Beruf, sie war eine Lebensweise. Und dieses Leben wurde durch Faktoren zerstört, auf die die Landwirte keinen Einfluss hatten.
Steigende Kosten. Arbeitskräftemangel und sinkende Preise hatten den idealen wirtschaftlichen Sturm ausgelöst. Doch als die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse einbrachen, tätigte John Deere eine ganz andere Art von Investition, die zwar den Erhalt der Landwirtschaft versprach, sie aber letztlich viel stärker aufspaltete. Deere und die Landwirte erlitten aufgrund des Automatisierungsrisikos Verluste. John Deere investierte alles in Roboter, vernachlässigte aber die Menschen, die sie zurückließen. Als die Getreidepreise fielen und die Landwirte ums Überleben kämpften, setzte Deere auf seine nächste große Idee, die Automatisierung. Das Unternehmen hat Milliarden von Dollar in die Entwicklung selbstfahrender Traktoren, robotergestützter Erntemaschinen und KI-gestützter landwirtschaftlicher Präzisionsgeräte investiert. Vertreter von Deere versprachen, dass diese Geräte den amerikanischen Landwirten Geld sparen würden, indem sie die Arbeitskosten senken und die Effizienz steigern. Autonome Traktoren könnten 24 Stunden am Tag ohne Unterbrechung arbeiten. Drohnen könnten den Gesundheitszustand von Nutzpflanzen mit höchster Präzision überwachen. Es klang wie die Zukunft. Für den typischen amerikanischen Landwirt schien diese Zukunft jedoch unerreichbar zu sein. Die autonomen Maschinen von Deere waren mit exorbitanten Preisen verbunden. Ein selbstfahrender Traktor kann bis zu $500.000 kosten. Software für die Präzisionslandwirtschaft erfordert kostspielige Abonnements, laufende Wartung und Upgrades. Kleinbauern waren nicht nur wegen der Kosten für die Maschinen ausgeschlossen, sondern auch wegen des gesamten Ökosystems, das sie umgibt. Nur die größten landwirtschaftlichen Betriebe konnten es sich leisten, zu automatisieren. Kleinere Familienbetriebe, die bereits unter den Kosten für Maschinen, dem Arbeitskräftemangel und dem Preisverfall zu leiden hatten, konnten den Kauf dieser Maschinen nicht einmal in Erwägung ziehen. Die Investition von Deere in die Automatisierung vergrößerte die Kluft zwischen großen Agrarunternehmen und Kleinbauern. Und es ging nicht nur um Geld. Die Automatisierung bedroht auch die verbleibenden Arbeitskräfte im ländlichen Amerika. Als Roboter menschliche Arbeitskräfte ersetzten, verschwanden lokale Arbeitsplätze. Gemeinden, die früher von landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen lebten, erlebten einen noch schlimmeren wirtschaftlichen Niedergang. John Deere hatte geschworen, die Landwirtschaft zu erhalten. Stattdessen beschleunigte er den Niedergang der Gemeinden, die seine Herrschaft unterstützt hatten. Doch die wahre Verwüstung begann erst jetzt. Denn während sich das amerikanische Landwirtschaftssystem verschlechterte, waren enorme Kräfte außerhalb der Nation bereit, einzugreifen und das Schicksal der weltweiten Landwirtschaft zu beeinflussen. Die amerikanische Familienfarm ist nicht am Verschwinden, sie wird ausgelöscht. Jahrelang waren kleine Familienbetriebe, die als heiliges Erbe von den Eltern an die Kinder weitergegeben wurden, das Rückgrat des ländlichen Amerikas. Diese Betriebe verschwinden jedoch in einem alarmierenden Tempo. Das liegt nicht daran, dass die Landwirte plötzlich das Interesse verloren haben, sondern weil sie von einem Wirtschaftsmotor, der zu mächtig ist, um ihm zu widerstehen, unerbittlich vertrieben werden. In den letzten 4 Jahrzehnten haben die USA mehr als die Hälfte ihrer kleinen Farmen verloren. Was früher eine Landschaft unabhängiger Familienbetriebe war, wird heute von multinationalen Agrarkonzernen kontrolliert, die über riesige Landflächen verfügen und die Marktpreise bestimmen. Diese Konsolidierung geschah nicht aus Versehen. Steigende Betriebskosten, schrumpfende Gewinnspannen und Gesetze, die Großproduzenten gegenüber Kleinbauern bevorzugen, haben zu ihrem Wachstum beigetragen. Die Zahlen sind verblüffend. Im Jahr 1978 gab es in den USA mehr als 685.000 Kleinbetriebe. Heute sind weniger als 325.000 übrig. Das bedeutet, dass mehr als 350.000 Familienbetriebe verschwunden sind, ihr Land versteigert wurde, ihre Scheunen verrotten und ihre Familien gezwungen sind, eine Lebensweise aufzugeben, die die amerikanische Identität über Generationen geprägt hat. Die Ursachen für diesen Zusammenbruch sind vielfältig. Die Kosten für die Ausrüstung sind in die Höhe geschossen, was zum Teil auf die Preispolitik von John Deere und die strengen Reparaturvorschriften zurückzuführen ist, sodass es für Kleinbauern praktisch schwierig ist, mitzuhalten. Die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse sind aufgrund der weltweiten Überproduktion und der Handelsstreitigkeiten gesunken, was ihre Einnahmen erheblich schmälert. Und da die Banken die Kreditvergabevorschriften verschärfen, können immer weniger Familienbetriebe die für ihr Gedeihen erforderlichen Finanzmittel erhalten. Eine weitere schädliche Auswirkung ist der Verlust von Generationen. Viele junge Menschen, die auf landwirtschaftlichen Familienbetrieben aufgewachsen sind, haben beschlossen, nicht zurückzukehren.
Sie sehen die wirtschaftlichen Probleme ihrer Eltern, die langen Arbeitszeiten und die hohen Schulden und entscheiden sich für ein Leben in der Stadt oder in anderen Branchen. Wenn die ältere Generation in den Ruhestand geht oder stirbt, gibt es niemanden mehr, der die Familientradition fortführt. Was bleibt, sind konzerneigene Megafarmen, die Tausende von Hektar umfassen und vertikal verknüpfte Versorgungsnetze. Diese Agrarkonglomerate haben wenig Interesse daran, ländliche Gemeinschaften oder Familienbräuche zu erhalten. Ihre einzigen Ziele sind Effizienz und Profit. Ungeachtet der Kosten für die Kleinbauern, die beträchtlich sind ganze Städte durch den Weggang von Familienbetrieben verwelkt. Local Restaurants, Maschinenhändler, Futtermittelläden und Kleinstadtschulen haben alle ihre Türen geschlossen. Das soziale Gefüge des ländlichen Amerikas ist zerrissen. Übrig geblieben sind nur leere Felder und mit Brettern verkleidete Hauptverkehrsstraßen. Gerade als es so aussah, als könne es für die amerikanischen Landwirte nicht mehr viel schlimmer werden, hat die Natur eingegriffen und die Arbeit erledigt. Klimakatastrophen, Handelskonflikte und die Gier der Unternehmen haben die amerikanische Landwirtschaft nicht verwüstet. Der Klimawandel war es. Jahrzehntelang haben die Landwirte gegen wirtschaftliche Kräfte gekämpft, die sich ihrer Kontrolle entzogen. Aber jetzt haben sie es mit etwas wesentlich Unerwartetem und Verheerendem zu tun, dem Wetter selbst. In den letzten Jahren waren die amerikanischen Landwirte mit einer Flut von Klimakatastrophen konfrontiert. Historische Dürreperioden haben einst fruchtbare Felder in trostloses Ödland verwandelt. Sintflutartige Überschwemmungen haben ganze Landwirtschaftssaisonen hinweggefegt. Waldbrände haben Felder verwüstet, Maschinen zerstört und Familien in die Flucht getrieben. Die Daten zeichnen ein düsteres Bild. Seit 2015 haben die Dürrebedingungen im Mittleren Westen um mehr als 40% zugenommen. Im Jahr 2019 verursachten die Überschwemmungen im Einzugsgebiet des Mississippi landwirtschaftliche Verluste in Höhe von mehr als 20 Milliarden $. In Kalifornien haben Waldbrände seit 2018 mehr als 4 Millionen Hektar Land verwüstet. Klimakatastrophen treten nicht zufällig auf. Sie sind Teil eines umfassenderen Trends zu schwereren Wetterereignissen, die durch die globale Erwärmung verursacht werden. Steigende Temperaturen haben zu veränderten Niederschlagsmustern, längeren Dürreperioden und mehr Stürmen geführt. Für Landwirte, die auf beständiges Wetter angewiesen sind, um ihre Feldfrüchte anzubauen, ist die neue Realität katastrophal. Die finanziellen Folgen sind katastrophal. Die Versicherungsleistungen für Schäden in der Landwirtschaft sind drastisch gestiegen. Allerdings können sie den Verlust nie vollständig ersetzen. Landwirte, die Jahrzehnte damit verbracht haben, ihre Betriebe aufzubauen, erleben, wie alles über Nacht zusammenbricht, mit weitreichenden Folgen. Ernteausfälle führen zu höheren Lebensmittelkosten, zum Zusammenbruch der Lieferkette und zum Zusammenbruch der ländlichen Wirtschaft. Die Verbraucher im ganzen Land sind jedes Mal betroffen, wenn sie Lebensmittel einkaufen gehen. Durch den Klimawandel ist es für die Landwirte schwieriger geworden, für die Zukunft zu planen. Die alten Modelle sind nicht mehr anwendbar. Die Vegetationsperioden haben sich geändert. Die Schädlingspopulationen breiten sich aus, da die milderen Winter ihnen nicht den Garaus machen. Wasserknappheit wird in Gebieten, in denen es früher reichlich geregnet hat, zum Dauerzustand. Doch während die Landwirte versuchen, den Kopf über Wasser zu halten, nähert sich auch der politische Sturm um die amerikanische Landwirtschaft dem Siedepunkt. Trumps Handelskrieg geht nach hinten los, denn was als Demonstration der Stärke begann, hat sich zu einem politischen Albtraum entwickelt. Donald Trumps Kampagne gegen John Deere und die gesamte Agrarindustrie begann mit einem gewagten politischen Manöver. Er versprach, Unternehmen für die Auslagerung von Arbeitsplätzen und den Verrat an amerikanischen Arbeitnehmern zu bestrafen. Doch was als Kampagne gegen die Globalisierung begann, entwickelte sich schnell zu einem politischen Albtraum. Trumps 200-prozentige Zolldrohung gegen John Deere sollte eigentlich die amerikanischen Arbeitsplätze schützen. Stattdessen löste sie im gesamten ländlichen Amerika Entsetzen aus. Landwirte, die zuvor Trumps deutliche Worte begrüßt hatten, sehen sich nun mit steigenden Preisen für Ausrüstungen, schrumpfenden Märkten und zunehmender Unsicherheit konfrontiert. Der Aufschrei war schnell und unangenehm. Viele ländliche Wähler, die Trump zuvor unterstützt hatten, begannen sich zu fragen, ob er sich tatsächlich um ihre Interessen kümmert. Town-Hall-Sitzungen arteten in Schreiduelle aus. Landwirte protestierten vor John Deere-Händlern und Landeshauptstädten. Auch die lokalen Unternehmen wurden hart getroffen. Maschinenhändler,
Saatgutlieferanten und Landwirtschaftsbanken meldeten allesamt erhebliche Umsatzrückgänge. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Trumps Zöllen hallten wie eine Schockwelle durch die ländlichen Städte und hatten auch unmittelbare politische Folgen. Umfragedaten zeigten einen dramatischen Rückgang der Unterstützung für Trump unter den ländlichen Wählern. Kongresskandidaten in den Agrarstaaten haben sich von dem Zollkrieg distanziert, weil sie befürchten, dass er sie ihre Sitze kosten wird. Der Handelskrieg hat auch die Republikanische Partei gespalten. Einige Politiker begrüßten Trumps harte Haltung und sagten, es sei wichtig, die amerikanische Industrie zu verteidigen. Andere argumentierten, dass die Zölle mehr schaden als nützen und genau die Wähler verprellen, die Trump seine politischen Triumphe beschert haben. Am Ende waren die politischen Folgen von Trumps Handelskrieg kaum zu übersehen. Was als Machtdemonstration gedacht war, entpuppte sich als kostspieliger Fehler, der seinem Ruf im ländlichen Amerika dauerhaft geschadet haben könnte. Doch die Frage blieb bestehen. Gibt es eine Möglichkeit, den Schaden rückgängig zu machen? Kann die amerikanische Landwirtschaft vor dem völligen Zusammenbruch bewahrt werden? Die Schwierigkeiten, mit denen die amerikanische Landwirtschaft konfrontiert ist, sind immens. Die Konsolidierung der Unternehmen hat die Familienbetriebe eliminiert. Der Klimawandel hat die pflanzliche Erzeugung stark beeinträchtigt. Handelskonflikte und politische Umwälzungen haben den Sektor stark geschwächt. Trotz dieser Herausforderungen gibt es immer noch Wege nach vorne, wenn Führungskräfte, Unternehmen und Landwirte bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen. Eine der wichtigsten Abhilfemaßnahmen liegt in der Reform der Politik. Die Bundesregierung muss ihr Augenmerk weg von den Agrarkonzernen und hin zur Unterstützung kleiner und mittlerer Landwirte lenken. Dazu gehören ein besserer Zugang zu Krediten, die Bereitstellung gezielter Subventionen für nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken und Investitionen in die ländliche Infrastruktur. Die technologische Innovation spielt eine wichtige Rolle. Anstelle von milliardenschweren Automatisierungsinitiativen, die vor allem den größeren Betrieben helfen, sollte der Schwerpunkt jedoch auf kostengünstige, für Familienbetriebe zugängliche Technologien gelegt werden. Präzisionsgeräte für die Landwirtschaft, regenerative Anbaumethoden und klimaresistente Pflanzenarten können kleinen Landwirtschaftsbetrieben helfen, sich in einem zunehmend feindlichen Umfeld zu behaupten. Die Einwanderungspolitik ist ein weiterer kritischer Bereich. Die amerikanische Landwirtschaft kann ohne zuverlässige Arbeitskräfte nicht existieren. Eine vernünftige, mitfühlende Einwanderungsreform, die die lebenswichtige Rolle der Landarbeiter respektiert, ist entscheidend dafür, dass die Ernten im Boden und das Essen auf den amerikanischen Tischen bleiben. Auch die Handelspolitik muss neu überdacht werden. Die Vereinigten Staaten müssen die Beziehungen zu ihren globalen Handelspartnern wiederherstellen und faire Handelsabkommen aushandeln, die die amerikanischen Landwirte schützen, ohne auf schädliche Zölle und Isolationismus zurückzugreifen. Schließlich müssen auch die Kunden eine Rolle spielen. Die Unterstützung lokaler Landwirte, die Forderung nach Transparenz bei der Beschaffung von Lebensmitteln und die Lobbyarbeit für Gesetze, die den ländlichen Raum erhalten, können viel bewirken. Die Rettung der amerikanischen Landwirtschaft wird nicht einfach sein. Es wird eine konzertierte Aktion der Regierung, der Industrie und der Bürger erfordern. Mit diesen Maßnahmen können wir jedoch die gegenwärtige Richtung umkehren und ein nachhaltiges, gerechtes und widerstandsfähiges Agrarsystem aufbauen. Doch bevor die Vereinigten Staaten einen Kurs für die Erholung einschlagen können, müssen sie erkennen, dass der Rest der Welt nicht wartet. Denn während Amerika mit seiner eigenen Agrarkrise zu kämpfen hat, ergreifen andere Länder schnell die Chance. Europa schlug zurück und der Agrarblock schlug zurück. Europa blieb nicht untätig. Sie starteten einen landwirtschaftlichen Gegenangriff. Als John Deere seinen großen Outsourcing-Plan vorstellte und die Krise in der amerikanischen Landwirtschaft ausbrach, wurden nicht nur die amerikanischen Landwirte aufmerksam. Auf der anderen Seite des Atlantiks erkannten die europäischen Landwirtschaftsführer eine Chance, auf die sie seit Jahrzehnten gewartet hatten. Der Zusammenbruch der Stabilität der amerikanischen Landwirtschaft war nicht nur eine lokale Angelegenheit. Sie drohte, die globale landwirtschaftliche Vorherrschaft zu verändern. Und Europa verlor wenig Zeit, um einzugreifen. Die Europäische Union hat schnell gehandelt, um ihre eigenen Landwirte zu schützen und den landwirtschaftlichen Würgegriff der Vereinigten Staaten zu brechen. Sie erkannten, dass ein Zusammenbruch der amerikanischen Landwirtschaft Löcher im Weltmarkt hinterlassen würde. Europa hat schnell gehandelt, um diese Lücken zu schließen.
Zunächst führte die Europäische Union Sofortmaßnahmen zur Beschränkung des Agrarhandels mit amerikanischen Erzeugnissen ein. Die Zölle auf in den USA angebauten Mais, Sojabohnen und Weizen wurden um 25% erhöht. Dies geschah mit dem Ziel, die europäischen Landwirte vor der amerikanischen Billigkonkurrenz zu schützen und gleichzeitig von den Problemen der amerikanischen Landwirtschaft zu profitieren. Gleichzeitig gewährten die europäischen Regierungen ihren heimischen Agrarindustrien Rekordsubventionen für Heu. Frankreich, Deutschland und Spanien genehmigten zusammen mehr als 27 Milliarden Euro an zusätzlichen Agrarsubventionen und stellten damit sicher, dass ihre Landwirte die amerikanischen Exporte unterbieten konnten, selbst wenn die US-Preise noch weiter sinken sollten. Diese Anreize waren nicht nur für die Landwirte gedacht. Sie stellten einen geplanten geopolitischen Vorstoß dar, um die amerikanische Vorherrschaft in der Landwirtschaft durch ein von Europa geführtes System zu ersetzen. Die Europäische Union hat begonnen, energisch neue Handelsabkommen mit Ländern in Afrika und im Nahen Osten auszuhandeln, die bisher auf amerikanische Getreideimporte angewiesen waren. Die europäischen Behörden boten niedrigere Kosten, zuverlässigere Lieferlinien und bessere Bedingungen, als die amerikanischen Exporteure während ihrer wirtschaftlichen Turbulenzen bieten konnten. Europäisches Getreide und europäische Ausrüstungen verdrängten allmählich amerikanische Produkte auf den Märkten in aller Welt. Europas Vergeltungsmaßnahmen waren jedoch nicht nur wirtschaftlicher Natur. Es wurde politisch. Die europäischen Staats- und Regierungschefs kritisierten offen die amerikanischen Zölle und die isolationistische Politik und stellten sich selbst als Verfechter des freien und offenen Handels dar. Dieser diplomatische Vorstoß entfremdete die amerikanischen Landwirte und Unternehmen wie John Deere, die sich auf Märkten, die sie zuvor jahrhundertelang beherrscht hatten, unerwünscht vorkamen. Europas Gegenangriff erfolgte sofort, zielgerichtet und zerstörerisch. Doch während Europa versuchte, die Kontrolle über die Weltwirtschaft zu erlangen, tauchte im Hintergrund ein weiterer unerwarteter Konkurrent auf. Dieser Akteur kam aus Lateinamerika und er hatte ein perfektes Timing. Wie Lateinamerika von Amerikas Zusammenbruch profitierte. Während Amerika zerfiel, eroberten Brasilien und Argentinien heimlich die Weltmärkte. Als John Deere in Konkurs ging und die Preise für amerikanische Ernten einbrachen, war Lateinamerika bereit, einzuspringen. Jahrzehntelang hatten Brasilien und Argentinien damit zu kämpfen, mit dem landwirtschaftlichen Kraftpaket USA zu konkurrieren. Als die Vereinigten Staaten durch politische Umwälzungen und Handelskonflikte in Bedrängnis gerieten, ergriff Lateinamerika die Gelegenheit. Brasilien handelte als erstes. Die Regierung erhöhte praktisch über Nacht die Investitionen in die Landwirtschaft und investierte mehr als 10 Milliarden Dollar in neue Infrastrukturen wie Straßen, Häfen und Züge, um die Getreideexporte zu steigern. Die brasilianischen Landwirte, die zuvor durch logistische Engpässe behindert wurden, haben nun einen nie dagewesenen Zugang zu den Weltmärkten. Als US Mais- und Sojaexporte einbrachen, füllte Brasilien diese Lücke und wurde innerhalb von 2 Jahren zum weltweit führenden Sojaexporteur. Argentinien schlug einen ähnlichen Weg ein. Die Regierung gewährte Landwirten und Agrarexporteuren erhebliche Steuererleichterungen, senkte die Exportsteuern um 15% und subventionierte den Kauf von Maschinen. Dadurch konnten die argentinischen Landwirte ihre Produktion rasch steigern und Marktanteile zurückgewinnen, die amerikanischen Landwirte während ihrer Wirtschaftskrise verloren hatten. Die Bereitschaft Lateinamerikas, die US-Preise zu unterbieten, verschärfte die Auswirkungen seines Aufstiegs auf die USA. Brasilianische und argentinische Landwirte konnten Mais, Sojabohnen und Weizen für 10 bis 15% weniger als ihre amerikanischen Konkurrenten verkaufen. Für die globalen Kunden in Afrika, Asien und Europa war die Entscheidung einfach. Lateinamerika bot billigere und beständigere Agrarexporte. Es ging jedoch nicht nur um Nutzpflanzen. Die lateinamerikanischen Regierungen begannen auch, alternative landwirtschaftliche Geräte von in- und ausländischen Herstellern zu erwerben und zu fördern. Die Vormachtstellung von John Deere auf dem Markt wurde sofort durch einen sprunghaften Anstieg der Verkäufe von Traktoren und Mähdreschern aus brasilianischer Produktion herausgefordert, die in der Regel 30% billiger waren als amerikanische Modelle. Das Wachstum der landwirtschaftlichen Stärke Lateinamerikas war kein Zufall. Es war das Ergebnis jahrelanger Vorbereitungen und einer opportunistischen Reaktion auf Amerikas selbst zugefügte Wunden.
Doch während Brasilien und Argentinien zur Spitze aufstiegen, schrieb ein neuer Agrargigant heimlich die Gesetze der weltweiten Landwirtschaft um. Und dies geschah nicht in der westlichen Hemisphäre. Indiens landwirtschaftliches Imperium. Mahindras Wachstum inmitten der US-Instabilität. Während Amerika mit sich selbst kämpfte, entwickelte sich Indien zu einem Agrargiganten. Während amerikanische Landwirte mit Konkurs und Boykott konfrontiert waren und John Deere mit den Folgen zu kämpfen hatte, drängte der indische Mahindra-Konzern unauffällig in die Lücke. Indien wurde im weltweiten Landmaschinengeschäft lange Zeit übersehen. Das änderte sich jedoch schnell, als Mahindra den Schritt wagte. Mit US Landwirtschaft im Niedergang begriffen war und die Kosten für amerikanische Maschinen aufgrund von Zöllen in die Höhe schossen, sah Mahindra eine Chance, sich als preiswerte Alternative zu vermarkten. Die indische Regierung förderte das Wachstum, indem sie mehr als 4 Milliarden Dollar in landwirtschaftliche Modernisierungsprojekte, Subventionen und Exportanreize steckte. Mahindra begann, aktiv in Märkte vorzudringen, die früher von John Deere kontrolliert wurden. Es begann in Südostasien und breitete sich dann auf Afrika, Lateinamerika und sogar Teile Europas aus. Ihre Formel war einfach: robust, leicht zu reparierende Maschinen zu einem 40% niedrigeren Preis als amerikanische Maschinen anzubieten. Aber Mahindra blieb nicht dabei stehen. Sie arbeiteten mit lokalen Händlern in Dutzenden von Ländern zusammen und boten Finanzierungsalternativen und Servicenetzwerke für kleine und mittlere Landwirte an, die durch die eskalierenden Kosten für Maschinen amerikanischer Herkunft abgeschreckt worden waren. Der Ansatz funktionierte. Bis zum Jahr 2025 hatte Mahindra John Deere als weltweit größten Traktorhersteller nach Stückzahlen überholt. Vor allem aber konnte Mahindra etwas zurückgewinnen, das Deere verloren hatte: Vertrauen. Die Landwirte in den Schwellenländern schätzten Mahindra als die Marke, die ihre Bedürfnisse verstand. Aber Traktoren aus amerikanischer Produktion wurden mit Unerschwinglichkeit, politischer Instabilität und wirtschaftlicher Unsicherheit assoziiert. Indiens Wachstum war mehr als nur Mahindra. Das Land nutzte seinen wachsenden Einfluss in der Landwirtschaft, um zusätzliche Handelsabkommen abzuschließen, die die amerikanischen Exporte erheblich beeinträchtigten. Indien wurde zu einem wichtigen Akteur in der weltweiten Pflanzenproduktion und im Verkauf von Landwirtschaftsmaschinen und bot eine umfassende Lösung an, die das US-Monopol in Frage stellte. Der Aufstieg von Mahindra war jedoch nicht das Ende der Geschichte. Als sich der Staub gelegt hatte, wurde klar, dass sich die gesamte globale Agrarordnung verschoben hatte und Amerika seine Vormachtstellung verloren hatte. Amerikas verlorene Krone. Das Scheitern von John Deere veränderte das Gesicht der Landwirtschaft in der ganzen Welt. Was mit einer Reihe von Entlassungen und Produktionsschließungen im mittleren Westen der USA begann, entwickelte sich zu einer globalen Neuordnung der landwirtschaftlichen Macht. Fast ein Jahrhundert lang kontrollierten amerikanische Landwirte und Industrielle wie John Deere die globale Lebensmittelversorgungskette. Doch in weniger als einem Jahrzehnt erodierte diese Vormachtstellung. Europa stärkte seinen Agrarblock durch Subventionen und strenge Handelspraktiken. Lateinamerika belieferte den Weltmarkt mit preiswerten, qualitativ hochwertigen Pflanzen und Geräten. Indien entwickelte ein landwirtschaftliches Imperium rund um Mahindra, das Landwirte in der ganzen Welt mit kostengünstigen Maschinen versorgte. Während China schon lange eine Bedrohung für die amerikanische Landwirtschaft darstellte, sorgten diese neuen Akteure dafür, dass die USA ihre frühere Vormachtstellung nie wieder zurückgewinnen würden. Der Niedergang von John Deere hat weitreichende Folgen über den Verkauf von Maschinen hinaus. Der amerikanische Einfluss auf die globale Agrarpolitik schwindet. Länder, die früher von den US-Agrarexporten abhängig waren, sind neue Partnerschaften mit Brasilien, Indien und der Europäischen Union eingegangen. Die amerikanischen Landwirte, die einst das Fundament des ländlichen Wohlstands bildeten, sehen sich nun einer rauen Weltwirtschaft gegenüber, in der sie nicht mehr die erste Wahl sind. Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren katastrophal. Bis 2027 waren die Agrarexporte aus den USA um 30% zurückgegangen. Ländliche Gemeinden waren zusammengebrochen, Familienbetriebe verschwunden und die Marke John Deere war in vielen Regionen der Welt in Vergessenheit geraten. Der nachhaltigste Effekt war jedoch psychologischer Natur. Amerika hat fast ein Jahrhundert damit verbracht, davon auszugehen, dass es immer die ganze Welt ernähren kann. Dieser Glaube ist plötzlich verschwunden. Die Pleite von John Deere und die Implosion der amerikanischen Landwirtschaft veränderten nicht nur die Märkte,
sondern auch die wirtschaftliche Identität des Landes. Und da haben Sie es, die verblüffende Geschichte, wie eine einzige unternehmerische Entscheidung dazu beitrug, ein 34,5 Milliarden Dollar schweres amerikanisches Unternehmen zu Fall zu bringen. Jetzt fragen wir Sie, sollte die Regierung eingreifen, wenn Unternehmen wie John Deere anfangen, mit der Landwirtschaft Gott zu spielen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Ihre Stimme zählt mehr denn je. Und wenn Sie das schockiert hat, klicken Sie auf Gefällt mir, abonnieren Sie es und schalten Sie die Benachrichtigungen ein, denn dieser Kampf um das Herz Amerikas hat gerade erst begonnen.